In diesem Film geht es um Mobbing. Für den Fall, dass du dich mit diesem Thema nicht vorfühlst oder davon betroffen bist, erkundige dich nach Anlaufstellen oder spreche mit deinen LehrerInnen, FreundInnen oder mit Personen in deiner Familie. Durch die Digitalisierung bewegen wir uns täglich in digitalen und analogen Räumen. Die Grenzen zwischen der analogen und digitalen Welt verschwimmen zunehmend und ein großer Teil unseres Lebens findet auch im Internet statt. Klar, das Internet hat viele Vorteile, aber es gibt leider auch viele Probleme. Ein großes Problem ist Cybermobbing. Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigung, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen von anderen im Internet. Vielleicht hast du ja auch schon mal bemerkt, dass jemand in deiner Schule oder in deinem Freundeskreis online gemobbt wurde. Denn laut einer Studie waren bereits 11% der Jugendlichen in Deutschland Opfer von Cybermobbing. Mobbing hat gravierende Folgen. Folgen, die die große Belastung für die Betroffenen zeigen, sind Leistungsabfall, Rückzug, Depression, Selbstmordgedanken und psychosomatische Reaktionen. Eine Person, die nicht länger zuschauen möchte, sondern sich aktiv gegen Cybermobbing setzt und für Betroffene von Cybermobbing stark macht, ist Charlotte. Ich bin Charlotte, ich bin 16 Jahre alt und bei YouPod engagiere ich mich aktiv gegen Cybermobbing. Also YouPod ist eine Online-Beratungsstelle und wir sind ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland. Ich mache das gerne, weil ich helfe wahnsinnig gerne Leuten und ich habe schon früher als Streitschlichterin an meiner Schule gearbeitet und quasi Mobbing im echten Leben bekämpft. Und dann, als ich die Schule wechseln musste, habe ich nach einer flexibleren Variante gesucht. Und da ist YouPod perfekt, weil die Leute aus ganz Deutschland brauchen Hilfe und mit YouPod kann man echt von überall arbeiten und Leuten helfen. Also Cybermobbing ist generell, wenn man im Netz beleidigt wird, also zum Beispiel bei Instagram oder TikTok Hasskommentare und oder bloßgestellt wird oder so Sachen und das über einen längeren Zeitraum läuft. Und das Problem ist da vor allen Dingen im Vergleich zum normalen Mobbing, also Mobbing in Person, dass die Bullier, wie wir es nennen, also die Leute, die mobben, sich durch ihre Anonymität geschützt fühlen und demnach auch eine gewisse Hemmschwelle überschreiten, die man in Person nicht so überschreiten würde. Weil man sieht auch nicht die direkte Reaktion seines Gegenüber und kann deshalb nicht genau abschätzen, wie viel Schaden man direkt anrichtet. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man dagegen vorgeht. Also beim Cybermobbing ist es immer ganz wichtig, dass man sich Leute sucht, mit denen man außerhalb dessen sprechen kann, denen man vertraut und dass man auf jeden Fall erstmal weiß, man ist damit nicht alleine. Und dann die Mobber entweder direkt blockieren oder auch anschreiben und sagen, hey, das finde ich echt nicht okay von dir. Wenn es tatsächlich in die strafbare Richtung geht, also Beleidigung und üble Nachrede und so weiter, dass man dann Screenshots macht und Beweise sichert und damit dann zur Polizei geht. Also mich motiviert, dass die ganze Welt einfach ein besserer Ort sein sollte. Ich habe selber einen kleinen Bruder, der mit so Hass im Netz viel zu tun hat durch seine ganzen Computerspiele und das macht mir selber ziemlich zu schaffen. Und deswegen denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass man sich dafür einsetzt, dass es weniger Hass und Cybermobbing gibt und wir alle einen besseren Ort aus dem Internet machen.